was bisher geschah. Wir fahren mit dem Bus 20 Stunden und zuerst 2 Stunden mit dem Zug, Alter. Also 22 Stunden sind wir unterwegs. Wir sind in Split angekommen nach einer sehr kräftezehrenden Reise. Wir haben was beim Schwimmen gefunden. Im Wasser, bei ungefähr 4 Meter tief, haben wir einen Rucksack gefunden. Wir sind gerade in Omis angekommen. Julius hatte sein Handy im Bus vergessen, deswegen haben wir noch eine halbe Stunde auf den Bus gewartet. Und das Handy war einfach noch im Bus und wir haben es wieder gekriegt. Richtig krasse Story. Brumm, brumm. Bumm. Nein. Hier, bitte. Dankeschön, Ehrenmanni. Wir sind hier in Omis an der Burg, die haben so ein Fort oder so, steht da, ist dabei. Kostet leider 30 Kuna Eintritt, was ungefähr 7, 14, 21, 28, 4,50 € sind. Deswegen werden wir es wahrscheinlich doch nicht machen. Aber wir gucken, ob wir mal einen anderen Eingang finden. Das Wasser sieht so viel geiler aus als im Meer. Was geht? Wir waren bis jetzt an dem Fluss hier, an den Angler-Docks, haben ein bisschen gechillt, ein bisschen was geschnackt. Jetzt haben wir wieder Hunger, das heißt, wir gehen wieder in die Stadt, einfach weil es jetzt die Sonne untergeht, wir alle Hunger haben. Wir suchen was zu essen. Los geht's. Baby. Wir haben gerade den Bus gekriegt nach Split zurück. Unser Tag in Omis ist zu Ende. Die nächste an der Ecke. Da bin ich mal raus. Heute ist unser letzter Tag in Split. Wir gehen jetzt nochmal auf den Berg da hinten. Klettern wir ganz nuff. Und dann links nebendran sind so nice Klippen, an die wir gehen und ein bisschen noch springen werden, ein paar nice Flips machen. Heute Abend geben wir uns nochmal die Kante. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung gerade. Mir wurden da Worte in den Mund gelegt, die ich so zu dem Zeitpunkt noch nicht so kannte. Mir war nicht bewusst, was das bedeutet. Wir wollten uns an dem Punkt gerade von jeglichem Alkoholkonsum distanzieren und hoffen trotzdem, dass ihr noch Spaß mit dem Video habt. Checkt auf jeden Fall meinen neuen Podcast aus auf Aaron Schmidt auf Soundcloud und viel Spaß noch. Peace. Wir gehen essen in der Stadt und gönnen uns nochmal, weil heute unser letzter Tag ist. Morgen um 10 Uhr müssen wir auschecken. Was geht? Wir sind am Mayan, das ist ein Naturschutzgebiet, ein bisschen außerhalb von Split, aber was eigentlich direkt an die Stadtgrenze angrenzt. Hier unten sehen wir den Hafen von Split mit der Altstadt hier schön dabei. Split ist eine der ältesten Städte in Europa. Hier befindet sich auch, wir werden vielleicht später mal hingehen, befindet sich die älteste katholische Kathedrale in der Welt. Also eine der ersten Gebetsstätten für Christen und Katholiken heute. Die Stadt ist die zweitgrößte Stadt in Kroatien mit ungefähr 300.000 Einwohnern. Ich weiß nicht genau, muss ich nochmal 180, glaube ich. 180.000 Einwohner. Die Ursprünge der Stadt sind auf den Diokletianspalast zurückzuführen, welcher ein römischer Kaiser war, der im Jahre, ich habe keine Ahnung in welchem Jahr, aber in einem sehr frühen Jahr hier seine Residenz gebaut hat, nachdem er Schluss gemacht hat, nachdem er nach seinem Rücktritt als Kaiser von Rom hat er sich hier niedergelassen und hat hier seinen Palast gebaut,
wo sich auch dann die Stadt rundherum gebildet hat. Und das ist, was wir heute als Split kennen. Kommt mit! Wir sind gleich auf der Spitze des Berges angekommen. Die Spitze des Nationalschutzgebietes, Naturschutzgebiet. Kreuzfahrttourismus finde ich ja schon voll wack, weil erstens, wir halten einen Tag in so einer Stadt und meinen danach, sie hätten die Welt gesehen, weil sie überall einmal so angelegt haben. Ich verurteile da niemanden für, wenn man so ein bisschen Urlaub machen will, so chillen. Aber erstens mal sind die nicht umweltfreundlich und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir sind umweltfreundlich unterwegs. Metallflaschen wieder auffüllbar. Mein Rucksack ist komplett 100% aus recycelten PET-Flaschen. Ich habe Secondhand an from head to toe. Deswegen können wir sowas einfach nicht unterstützen bei Fahrer und Tour. Das geht nicht. Auch für die Zukunft. Das ist so, dass 34% aller Deutschen, das ist eine BAT-Studie, die wir im Januar zum Beispiel in Auftrag gegeben haben, geben an, gerne eine Kreuzfahrt machen zu wollen. Seid ihr komplett bescheuert? Insofern sind wir überzeugt, dass die Nachfrage auch weiterhin groß sein wird. Yes. Wir sind jetzt am höchsten Punkt von Split, der natürlich im christlich-orthodoxen geprägten Land von einem Kreuz geziert wird. Dadurch, dass wir hier auch die älteste Kathedrale, katholische Kathedrale der Welt haben, darf das obligatorische christliche Kreuz natürlich nicht fehlen. Wir haben einen kleinen Weg ein bisschen abseits der Straße genommen und ganz da hinten sieht man die Kirche im Stein, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde, und es ist die Kirche irgendwas Ort Bartholomä. Hier sehen wir verschiedene, ich glaube aber unbewohnte Bienenstöcke, und da ich einiges an Imkerarbeit geleistet habe, kann ich sagen, dass in den Kreisen, wo wir gerade sind, die Bienen eher der afrikanischen Schwarzbiene angehören, welche sehr aggressiv sind. Also würde ich da jetzt eher nicht rangehen und gucken. Aber naja. Die Kirche, bei der wir gerade waren, von der wir dachten, dass sie so in den Stein gehauen ist und so richtig schön szenisch, war leider doch nicht so, waren wir ein bisschen enttäuscht. Dafür wurden wir aber mit einem wunderschönen Ausblick belohnt. Guckt es euch an. Was? Das war die Kirche, nach der wir gesucht haben. Was geht? Yes. Leider ist es zu, so schade. Ich wäre gern hochgegangen. Man kann nämlich durch die Spalte hier ganz hoch auf den Berg krabbeln. Au, schon wieder, Digga. Wir sind unterwegs zu Klippen, von denen wir vorgestern auch schon so ein bisschen runtergesprungen sind. Das war richtig schön. Da waren noch nicht so viele Leute, deswegen begeben wir uns da jetzt hin. Ey, Digga, nicer Gürtel. Danke, Mann. Shit, Mann, das kann ich mit meinen AirPods nicht machen. Was geht? Wir sind fertig, wir haben die Wohnung aufgeräumt, sind jetzt eigentlich bereit zu gehen. Wir warten nur noch auf den Vermieter. Wir gehen gleich noch ein bisschen in die Innenstadt, wo übrigens auch verschiedene Szenen aus Game of Thrones gedreht wurden, die wir heute auch besuchen werden. Und davon werden wir euch ein kleines Sneak Peek geben. Wir begeben uns jetzt gerade in die Krypta der ältesten Kirche auf der Welt. Der ältesten katholischen Kirche.
der ältesten katholischen Kathedrale. Der ältesten katholischen Kathedrale. Yes. Einfach mit einer Reisegruppe hier reingelaufen an dem Check, an dem Schalter vorbei und sind jetzt wo man eigentlich für bezahlen müsste. Wir befinden uns gerade in der ältesten katholischen Kathedrale der Welt. Servus, und zwar wären jetzt hier eigentlich ein paar Urlaubsvideos von Fabi gekommen, aber ich habe es irgendwie geschafft, seine SD-Karte zu verlieren. Und besser gesagt, Tils Mama hat die weggeschmissen in Müll und die haben ziemlich viele Frettchen. Das heißt, ich habe die ganze Scheiße durchgesucht, also wirklich Scheiße, aber habe die SD-Karte leider nicht mehr gefunden. Deswegen nochmal Entschuldigung an alle Zuschauer. Die Kathedrale wurde auf Befehl des Diokletian, einer der Kaiser von Rom, der hier zur Ruhe sich gesetzt hat, auf dessen Befehl wurde die Kirche gebaut. Wie man sehen kann, sind die Säulen, das sind korinthische Säulen, das erkennt man an der Verzierung oben. Sehr typisch für die mittlere Römerzeit. Außerdem die Kuppel und die halbrunden Bogen sind aus massivem Granit geschlagen worden, aus einem Stück. Man sieht, dass die ganze Säule ein Stück ist. Was das für Arbeit in so einer Zeit gewesen sein muss. Crazy. Wow. Put a smell on you. Put a smell on you. Komplett geil. Die Halle für den Fischhandel hier in Split, die hat morgens ganz früh auf, so gegen 4 macht es auf, 4, 5 und dann wird so bis 10, 11 Fisch verkauft und ja, komplett frisch, geil. Ich brauche diesen Saft, das ist das Beste, was ich in meinem Leben je... Da! Oh. Überall anders kostet es 15 für den ganzen Tag abzustellen. Hier kostet es auch 15. Nur haben wir beide unser Gepäck da reingemacht, deswegen können wir den Preis teilen. Also nur... Nur wie viel? 7,5. 7,5 Cooler. Wie wär's, wenn du mal dein Maul hältst? Wir waren gerade eben beim Mexikaner unserer Wahl und haben da was bestellt, haben ein bisschen mit der Frau geredet und die war wohl so von uns angetan, dass sie uns unseren Quesadilla hier umsonst geben wollte, was wir natürlich nicht gemacht haben. Ich glaube, die fanden es einfach so toll, weil wir haben hier über Plastikverschmutzung geredet. Wir haben gesagt, dass wir es gerne in unserer Box hätten, einfach damit wir keine Plastiktüte zum Mitnehmen haben müssen und das fand die wohl so toll, dass sie den uns umsonst geben wollte. Aber weil wir natürlich auch gute Menschen sind, haben wir es uns nicht umsonst geben lassen, sondern natürlich dafür bezahlt. Wir sind im Bus nach Stuttgart zurück und werden von da Blabla-Bus nach Mannheim nehmen. Ganz kurz was zu Flixbus, wenn ihr das gucken sollt, nee, Spaß. Es gibt keine Steckdosen heute im Bus und wir fahren 18 Stunden in dem Bus. Das ist schon nicht ganz so lit, weil normalerweise jeder Flixbus, mit dem ich bis jetzt gefahren bin, hatte immer was, wo man, sei es ein USB-Socket oder komplett Steckdose, war immer was dabei. Und jetzt fahre ich ausnahmsweise mal länger als 10 Stunden und es sind keine Steckdosen da. Angekommen in Mannheim nach 24 Stunden, fast genau 24 Stunden. Danke für nichts Flixbus. Das war's jetzt erstmal mit Flixbus fahren. Bis zum nächsten Fahr- und Tourvideo.
Börek, Börek, Börek. Du hast mein Börek leer gegessen. Börek. Oh mein Gott, es ist noch warm. The thrill is gone. 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 The thrill is gone.